Hier habe ich noch eine Futterbestellung. Muss schnell nochmal unterschreiben. Ich habe einfach die gleiche Menge bestellt wie jedes Jahr. Sind Sie verrückt geworden? Das Futterlager quillt schon über und jetzt stellen Sie hier auch noch alles voll. Ludwig hält sich bedeckt. Ich weiß, dass er die Kündigung für einen Fehler hält. Was ist das jetzt, Kaffeesatzleserei? Nein, gesunder Menschenverstand. Schöner Mund, dunkle Augen. Ich fürchte, solche Männer gibt's gar nicht. So. Und ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Bitte sehr. Alkoholfrei, Madame. Jessie, was jetzt? Habe ich irgendwas im Gesicht oder warum guckst du mich so an? Nein, gar nicht. Mir ist nur gerade was klar geworden. Bei mir hat's gebimmelt im Kopf. Mendes? Die Blutwerte. Ja, okay, stabilisieren. Ich bin sofort da. Ein Notfall. Ich muss leider sofort in die Klinik. Aber wieso? Ich habe das doch geklärt mit der Klinik. Und du kannst nicht gehen, nicht jetzt. Jessie, es gibt verunglückte Dates und es gibt wirkliche Notfälle. Und es gibt dich. Den perfekten Versorger. Papa, Na? können wir irgendetwas machen? Mir ist total langweilig. Ja, tut mir leid, Hannes. Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin. Na super, morgen muss ich wieder ins Internat. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Ja, vielleicht kümmerst du dich so lange ein bisschen um deinen Großonkel, hm? Was soll ich denn mit dem machen? Der ist doch fast blind. Das wirst du auch schneller, als du denkst, wenn du ständig in diese Kiste starrst. Wie wär's, wenn du ein bisschen was aus der Zeitung vorliest, hm? Oh ja, das wäre nett. Zeitungen sind doch bescheuert. Dann macht ihr eben irgendwas anderes. Komm, komm, setz dich da hin. Kannst du eigentlich Schach, Hannes? Kann doch jeder. Ich bin im Internat, sogar in der AG. Oh, weißt du, damals in Patagonien, als ich im Gefängnis war, da habe ich gelernt, Schach mit geschlossenen Augen zu spielen. Ist ja easy. Du hast die Figuren ertastet. Nein, nein, nein. Ich habe ohne Figuren gespielt. Und ohne Brett. Und ohne Gegner. Alles hier. Okay. Cool. Dann lass mal sehen, was du so drauf hast. Ich werde sowieso gewinnen. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Vielen Dank. Mach ich gern, Ansgar. Der Termin wird nicht allzu lange dauern. Reibekuchen, Frühlingsrollen und diese panierten Dichtungsringe. Wie heißen die nochmal? Kalabari. Ja. Auf jeden Fall gibt's genügend Sachen, die ich außer Pommes in den nächsten Tagen noch frittieren kann. Also scheint so, als würdest du ohne Mama hier bestens zurechtkommen. Na, selbstverständlich. Also ich werde Mama sofort stecken, dass du sie kein bisschen vermisst. Das lässt du mal schön bleiben. Natürlich vermisse ich sie. Sehr sogar. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht seit Tag und Nacht gewöhnt bin, alleine klarzukommen. Was lacht ihr denn da? Hä? Eins kann ich euch sagen, wenn meine Eltern mal im Urlaub waren, lass mich mal durch, dann habe ich nicht Party gemacht. Nee. Dann habe ich die Wohnung in Schuss gebracht, dann habe ich mal ein Regal angedübelt und wenn meine Eltern nach Hause kamen, dann stand das Essen auf dem Tisch. Okay, und wie alt warst du da? 4. Mit 4 ist man ja auch voll der Partytyp.
Dana Wolf? Ja, Frau Wolf, Frau Wolf. Hier ist Justus. Justus. Ja, Frau Wolf, ich bin eben gestüt. Es geht um die Pferdefutterlieferung. Okay. Ja, die haben uns 500 Eimer gesendet. Bitte was? Sie haben richtig gehört. Bitte kommen Sie mal vorbei. Ich weiß hier wirklich nicht, was ich machen soll. Ja, natürlich, ich komm sofort. Dankeschön, danke. Bis dann. Papa? Kann es sein, dass dir da bei der Futterbestellung so ein kleiner Fehler unterlaufen ist? Mir? Nee. Ich werde ja wohl eine Bestellung aufgeben können. Also, auch in sowas bin ich Profi. Kommst du bitte mal mit? Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was ist denn mit dir passiert? Du wirkst irgendwie so erleuchtet. Ja, das bin ich auch. Olli, ich habe ihn gefunden. Wen? Gott? Nein, den perfekten Mann für meine Pläne. Ja, cool, dann ist das Internet ja doch für was gut. Quatsch, das Internet. Es ist Ricardo. Was? Ja! Weißt du, seit Wochen, da ziehe ich beim Internet-Dating eine Niete nach der anderen. Dabei lag die Lösung so nah und jetzt habe ich es endlich kapiert. Jetzt mal langsam. Wie kommst du plötzlich ausgerechnet auf Ricardo? Na, er sieht gut aus, hat Humor, ist verständnisvoll und was auch wichtig ist, er ist gut sortiert. Du meinst situiert. Ja, ist doch egal, wie das heißt. Hauptsache, er hat genug Kohle und Lust, sie für Stieven und mich auszugeben. Das klingt total kühl. Na und? Also, wo mich die Leidenschaft hingeführt hat, das haben wir ja mit Daniel erlebt. Apropos Daniel. Hast du nicht vor kurzem noch gesagt, so ein Arzt, der geht überhaupt nicht? Ja, aber Ricky ist doch kein Arzt. Sondern? Chefarzt, das ist doch wohl was ganz anderes. Ja, und was hat dein Chefarzt bitte zu deiner Diagnose gesagt? Ja, der weiß es noch nicht. Aber das muss er halt dann kapieren. Jessie, kann es nicht sein, dass du einfach so ein klitzekleines bisschen verknallt bist? Quatsch. Also, dass Ricky und ich zusammengehören, das ist das Ergebnis von einer ganz logischen Formel. Oh ja, und welche Formel soll das bitte sein? Na, Ricky plus Jessie plus Stevie ist gleich happy. Mit einem Labrador und Häuschen am Stadtrand. Nur damit Sie es wissen, ich bin mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden. Seien Sie doch nicht gleich so dramatisch. Immerhin hat Sebastian Ihre Kündigung doch zurückgezogen. Und dafür schaut er mir jetzt auf die Finger. Jetzt sehen Sie es doch mal ein bisschen positiv. Je mehr Sebastian mit seinem absurden Controlling bei LCL beschäftigt ist, desto weniger Zeit hat er, sich um seinen armen, kranken Vater zu kümmern. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, wie oft und wann Sebastian Ludwigs Hand hält. Mir aber nicht. Ich brauche einen gewissen Spielraum. Der Alte fängt gerade an, mir zu vertrauen. Dieses Vertrauen dürfte nicht ganz unwichtig sein für uns, wenn es darum geht, seinen Nachfolger zu finden. Ich kann mich mit dieser Klette rumschlagen. Hören Sie, ich biete Ihnen LCL, wenn unser Plan aufgeht. Wenn? Er wird aufgehen. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie wollen Sie Ludwig um den Finger wickeln? Der Alte ist ein Familientier. Tradition spielt durchaus für ihn eine Rolle. Stammbaum auch. Ich habe einen Sohn, Sebastian nicht. Sie wollen Ihren Sohn? Wie heißt er gleich nochmal? Hannes. Sie wollen Hannes für sich einspannen? Immerhin geht es ja auch um sein Erbe. Und? So, ich klicke jetzt mal Ärzte bevorzugt. Wetten, dass Ricky und ich dann mindestens 100% kriegen? Jetzt mach schon. Oh, Was ist? nur 5 Punkte. Kiste spinnt doch. Ja, für mich klingt das eher so, als würdest du dich so ein klein bisschen in was verrennen. Nein! Weißt du, seit Wochen da date ich nur Typen, mit denen ich irgendwie 83 oder sogar 98 Matching-Punkte habe. Und das waren alles nur Vollpfosten. Ja, und was schließt du daraus? Dass es mit dem Internet nur ein fauler Zauber ist. Bei der Suche nach einem Versorger da ist nur eine Sache wirklich wichtig. Was da wäre? Dass man sich das nimmt, was man will. Warum steht das Zeug hier und nicht in der Futterkammer? Weil die Futterkammer voll bis unter die Decke ist. Wo ist der Lieferschein? Hier. Bitte?
Ja, das kann nicht sein, da muss der Lieferant sich vertan haben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber schauen Sie doch die Bestellung. Hier, da. Das darf doch nicht wahr sein. Papa, das ist deine Unterschrift und da steht 500 Eimer. Oh. Da habe ich wohl eine Null zu viel angeklickt. Diese scheiß Online-Formulare. Hab ich wohl eine Null zu viel angeklickt? Das wird nur in kleinen Mengen untergemischt. 500 Eimer, das ist das Recht für 30 Jahre. Mann, das ist super teures Spezialfutter. Ja, genau. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass der Kilopreis so günstig war. Ja, aber dennoch summiert sich das ja alles. Ich meine, 500 Eimer mal 73,80 €, das macht über den Daumen... 36.000,9 €. Ohne Mehrwertsteuer. Papa, du sorgst dafür, dass es zurückgeht, ist mir egal wie. Ja. Ja, ich sagte ja, dass der Kilopreis sehr günstig war. Das bedeutet? Ja, das bedeutet, dass ich meine, Das bedeutet, dass es vom Umtausch ausgeschlossen ist. Ja. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Dana, ich krieg das hin. Ich mach da was. Hör zu, Papa. Lass mich jetzt einfach alleine. Dana, bitte. Mann, nix, Dana. Kümmere dich um deinen Wald. Ich versuche ihn zu retten, was zu retten ist. Scheiße. Oh, du. Bitte nicht schon wieder ein Notfall, ja? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen, weil ich dich angeschwindelt habe. Wegen des Doppelsitzes. Das ist schon vergessen. Außerdem hast du dich schon entschuldigt. Ja. Aber ich bestehe auf eine Wiedergutmachung. Tust du das? Ja. Ich würde dich gern zum Frühstücken einladen. Wie wär's morgen? Jetzt nicht nötig gewesen, aber wenn du drauf bestehst, dann natürlich gerne. Ich verspreche dir auch, dass ich dich nicht mehr mit meinen ganzen Online-Dates langweile. Davon hast du bestimmt die Nase voll. Ja, das... Aber stattdessen könnten wir ja vielleicht mal über deine vermasselten Dates sprechen. Mit dieser Nicole? Das lief doch nicht so hammermäßig, oder? Nee. War sie nicht dein Typ? Nein. Und wieso nicht? Oder andersrum, was für eine Frau ist denn dein Typ? Sie... Dr. Mendes, auf die 2 bitte. Ja, wir sehen uns ja morgen. Läufer von D4 auf C5. Damit dürftest du in der Falle sitzen. Da ist aber kein Läufer auf D4. Was? Da muss aber einer sein. Quatsch. Den habe ich doch schon längst geschlagen. Oh, das wüsste ich aber. Echt? Vor 7 oder 8 Zügen. Sag mal, Hannes, willst du einen alten blinden Mann übers Ohr hauen? Unsinn. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Hannes, stell die Figur zurück und steh zu deiner Niederlage. Lass mal, es geht doch so. Turm von F1 auf F8. Mann, ich bin schachmatt. Siehst du? Schummeln lohnt sich nicht. Scheiße. Na, Warum bist du eigentlich schon wieder hier? weil ich meinen Termin schneller abgewickelt habe, um bei dir zu sein. Was meinst du? Wollen wir gemeinsam Onkel Ludwig herausfordern? Vielleicht schaffen wir es ja zusammen, den alten Meister zu schlagen. Jetzt machen wir dich fertig, Onkel Ludwig. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Bau mal neu auf. Danke, dass du dich um den Jungen gekümmert hast. Gern, hat mir Spaß gemacht. So was Bescheuertes. Das war doch klar, dass das ein Fehler war. Mann, wieso unterschreiben Sie Ihnen das? Ich hätte den Typen einfach die Tür vor der Nase zugeknallt. Und warum kaufen Sie für 30 Jahre Tierfutter ein, obwohl das Gestüt es gar nicht braucht? Das habe ich doch nicht mit Absicht gemacht. Tut mir leid. Können Sie auch nichts für. Das ist schon gut. Wir sind ja alle nicht perfekt, ne? Das ist doch gut so. Ich muss doch mal. 500 Eimer. Ist das peinlich? Oh Mann, das fällt direkt auf Hagen zurück.
Im Gremium wird gerade das Hand umgedreht. Und Ansgar hat das Gestüt sowieso auf dem Kieker. Ich weiß, ich kann Papa den Hals umdrehen. Hey, er wollte nur helfen. Er hat's gut gemeint, das weißt du. Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Oh, du bist ja immer noch da. Ja. Ja. Danke, den kann ich gebrauchen. Ja, wir sind ja vorhin unterbrochen worden von diesem Dings. Das Dings hat einen Namen und ist ein Patient, der fast... Abgenippelt wäre, ich weiß. Apropos Nippel. Ich kann dir helfen. Wobei, Na, bei der Frauensuche. Ich bin quasi Experte. Ich bin eine Frau. manchmal bist du wirklich seltsam, weißt du das? Gib mir einfach ein paar Rahmendaten und ich sag's dir. Rahmendaten. Ja. Blond, braun, rothaarig. Wenn du mich so fragst, dann stehe ich auf Brünett. Du so nicht. Doch, tue ich doch. Tust du? Das wäre natürlich schon auch von Vorteil, wenn man zumindest einige gemeinsame Interessen hätte. Aber das kann man ja online schon vor dem ersten Date abchecken. Was für Interessen? Nichts Besonderes. Kultur, Wein, Oper. Nächste Woche gehe ich in die Oper Aida. Allein. Ist wahrscheinlich nicht so prickelnd. Aber du glaubst jetzt nicht irgendwie an die Liebe auf den ersten Blick oder so. Da glaubt doch keiner dran, ne? Also bei meiner Ex-Frau Julia, Die, glaube ich, blond war, oder? ja, da hat's Boom gemacht. Und sie war schwanger. Und ich habe eine Familie geheiratet. Ich habe Timo bekommen und bin sogar Vater geworden. Sogar? Wieso hättest du nicht Vater werden sollen? Weil ich selbst keine Kinder kriegen kann. Dabei bin ich eigentlich ein Familienmensch. Danke dir für den Kaffee. Ich muss mal wieder. Familienmensch. Er hat eine Narrin an dem Kleinen gefressen. Und wie äußert sich das? Er gefällt sich in der Rolle des Ersatzgroßvaters und versucht, ihn mit Blindenschach zu beeindrucken. Ich habe dieses patriarchalische Getue noch nie ganz verstanden. Sie müssen das auch gar nicht verstehen. Wichtig ist, dass ich einen Nerv in ihm getroffen habe. Während Sie hier Ihre Testosteronshow abziehen, kann ich mich mit Sebastian rumschlagen. Oh. Hauptsache, Sie sorgen dafür, dass der heute nicht so zeitig nach Hause kommt. Ich brauche hier freie Bahn. Gut. Na? Ist Onkel Ludwig dich am Wickel? Was soll ich denn jetzt machen, Papa? Ich hätte eine Idee. Läufer von B3 auf D5. Mal sehen, ob dir dazu was einfällt. Wenn ich nur wüsste, was ich tun könnte. Egal, was passiert, Sebastian, du solltest so oft, wie es geht, bei ihm sein. Du bist sein Sohn, er braucht jetzt die Nähe seiner Familie. Ich weiß. Ich fahre zu ihm. Ich komme mit. Ja, wie wollen Sie jetzt hin? Eine Errungenschaft demokratischer Gesellschaften. Man nennt es Feierabend. Feierabend. Ich wollte Ihnen die Verträge der letzten 2 Wochen vorlegen. Ich lasse mir nicht wieder nachsagen, dass ich über Tanjas Kopf hinweg entscheide. Ja, das hat Zeit bis morgen. Wenn Sie meinen. Aber da gibt es die ablaufenden Einspruchsfristen. Auch eine Erfindung unseres Rechtsstaates. Vielleicht fährst du schon mal vor. Ja, das mache ich. Wir sehen uns dann später. Turm von F1 auf F8. Und Schach in den nächsten 3 Zügen. Ihr sitzt in der Falle. Was ist denn los? Ist irgendwas? Nein, ist alles gut. Ich glaube, ich habe genug für heute. Hannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Stimmt das, Papa? Waren wir wirklich in den 3 Zügen matt? Ja, weißt du, ich glaube, das sieht ganz so aus. Hast du übrigens gut gemacht, Was denn? wie du dich um Onkel Ludwig gekümmert hast. Ich glaube, er mag das.
nicht vereimern. Seine Ex, die war doch auch volle Kanne blond, oder? Eben, und mit der hat's ja auch nicht geklappt. Ich pack's nicht, ey. Der hat's ja wirklich reingeschrieben. Was? Grüne Augen. Brünett und grüne Augen. Ja, das klingt mal total nach dir. Also in der Optik, da könnte ich ja noch arbeiten, aber was mir mehr Sorgen macht, sind die Interessen. Da passt überhaupt nichts. Wieso? Ich sag nur Kunst und Kultur. Oh. Obwohl, so gut kennt er sich auch nicht aus. Stell dir vor, der hält Aida für eine Oper. Wen rufst denn du da die ganze Zeit an? Na, den Futtermittelhändler, Mann, schon wieder nur der AB. Ja, hallo, hier ist Dana Wolf. Es geht um die Lieferung vom Lahnstein-Gestüt. Ich bitte da dringlich um Rückruf. Vielen Dank. Glaubst du denn, die nehmen das zurück? Ich weiß nicht, nein. Das war ein Angebot. Das ist vom Umtausch ausgeschlossen, aber vielleicht sind sie ja kulant. Denkst du das wirklich? Nee. Das ist ja auch nur ein Zwischenhändler. Die haben bestimmt keine Lust, 1000 Tonnen von Hightech-Futter zwischenzulagern. 36.900 €, Leute, ich bin erledigt. Jetzt steck nicht gleich im Kopf in den Sand. Das ist so peinlich. Komm, sagen mal weg, bricht hier das Chaos aus. Was sagt ihr eigentlich dazu? Also, ich hab den noch nicht erreicht in England. Du hast es doch noch gar nicht versucht, stimmt's? Ich will erst mal selbst eine Lösung finden. Ich will nicht, dass er denkt, dass ich's nicht drauf hab. Dann wirst du auch eine Lösung finden. Wo soll ich denn suchen? Nein, Vicky. Wieso soll ich denn jetzt die Nerven verlieren? Da haben wir schon ganz andere Sachen durchgestanden, oder? Ja, weil ich geglaubt habe, ich könnte dir helfen. Bitte, jetzt fang du nicht auch noch an. Ja, ich verspreche, dass ich mich da jetzt raushalte. Ja. Ich dich auch. Tschüss. Und? Du hast wirklich zu viel Futter bestellt, oder? Ach, Papa, das ist doch nicht schlimm. Das kann doch mal passieren. Sag mal, wie viel zu viel ist denn jetzt in dem Fall zu viel? Statt 50 Eimer 500. Bitte? 500. Oh, shit. Ja, das ist wirklich ein bisschen viel. Und teuer. Vor allem Kohle, die nicht da ist. Das Budget ist völlig gesprengt. So, und Dana kriegt jetzt Stress mit der Lahnstein-Family. Die ist total wütend auf mich. Ja, gut, das kann ich aber auch verstehen. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich das nicht wieder gut machen kann. Wieso denn nicht? Ach. Ich habe ihr versprochen, mich da rauszuhalten. Schade. Echt schade. Wieso? Hast du eine Idee? Naja, als ich damals das Bahnhof schließen musste, wegen dem verdammten Ordnungsamt, saß ich auch auf einem Riesenberg Lebensmittel, die kurz davor standen, abzulaufen. Und? Konntest du das dem Großhändler wieder zurückgeben? Nee, na das nicht. Aber ich habe halt andere Gastronomen gefragt, die es mir im Endeffekt abgenommen haben. Ach so, du meinst, dass man mal in anderen Gestüten nachfragt? Mhm. Das könnte funktionieren. Was machst du jetzt? Ich suche jetzt Gestüte raus, die hier in der Nähe sind. Ludwig, ich wollte doch mal... Gottes Willen. Justus! Ja? Jetzt stehen Sie ja nicht blöd rum, rufen Sie einen Krankenwagen. Sofort! Mach mir bloß nicht schlapp, du blöder Idiot. Ansgar, was ist passiert? Ludwig ist gestürzt, mit dem Kopf aufgeschlagen, hat stark geblutet und war ohnmächtig. Oh Gott. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Sie lassen keine Gelegenheit aus, meinen Mann zu attackieren, oder? Sie zu attackieren? Sagen Sie mal, wir haben mit Hannes Schach gespielt. Er ist in die Bibliothek gegangen und... Wollen Sie andeuten, dass ich ihn gestoßen hätte, oder? War ich dabei? Nein. Hören Sie, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Sie haben immer damit zu tun, wenn Sie in der Nähe sind. Und jetzt verschwinden Sie. Würden Sie mir vielleicht mal einen Moment lang zuhören? Nein, das wird meine Meinung auch nicht ändern.
gehen Sie, bitte. Sie können jetzt zu Ihrem Mann. Wo liegt er denn? In welchem Zimmer? Danke. Bye-bye, Blondie. Jetzt guck nicht so. Das ist für einen guten Zweck. Es geht hier um deine Zukunft und um die deines Kindes, also stell dich nicht so an und lächel mal. Ja, das ist doch schon viel besser. Los geht's. Bist du jetzt total bescheuert? Was ist denn? Hast du mal die Gebrauchsanleitung gelesen? Ja, natürlich. Mach dir keine Sorgen, ist alles richtig angerührt. Hier. Permanent, Stufe 2, hält 6 bis 8 Wochen. Dann guck mal ins Kleingedruckte. Hier, nicht in der Schwangerschaft anwenden. Ist aber sehr klein gedruckt. Augen auf in der Drogerie. Mist. Aber wie soll ich denn jetzt in Rickys Beuteschema passen? Das ist mir total egal. Auf jeden Fall nicht mit Chemie. Mist. Elisabeth geht nicht ran. Nicht mal die Mailbox. Wieso sagst du nicht einfach, was passiert ist? Wie oft denn noch? Ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist offensichtlich gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Keine Ahnung. Sollte ich rausbekommen, dass du irgendwie nachgeholfen hast, damit das passiert, mach ich dich fertig. Papa. Vater, wie geht's dir? Was ist denn passiert? Ah, es ist eine Platzwunde, die wurde getaped, halb so wild. Halb so wild? Hättest verbluten können. Na, bin ich aber nicht. Gott sei Dank. Und hat das jetzt irgendwie Auswirkungen? Ich meine, dein Tumor... Oh, das ist mal was Erfreuliches. Dr. Mendes hat bei der Untersuchung festgestellt, dass die Therapie wahrscheinlich langsam anschlägt. Der Tumor ist nicht gewachsen. Ja, ich habe ihm von der kleinen Schachpartie mit Hannes erzählt. Er meint, das wäre für meinen Heilungsprozess sehr förderlich. Sag Hannes bitte Danke von mir. Mach ich gern. Und auch dir möchte ich danken. Nicht dafür. Doch, doch. Ich lag da hilflos im Blut. Sie haben Ludwig geholfen. Es tut mir leid, dass ich Sie im Krankenhaus so angefahren habe. Schon vergessen. Jedenfalls freut es mich, dass es dir jetzt besser geht. Ich schlag mich eher so durch, auch wenn ich dich natürlich tierisch vermisse. Ja, deine Scones sind heile hier angekommen. Und super lecker. Nein, das war Fritsche, der Spinner. Christian, ich ruf dich gleich zurück. Ja, nichts passiert, hier ist nur gerade ein Alien aufgetaucht. Jessie, das ist nicht dein Ernst. Doch. Denn aus Spaß wird ernst. Und Ernst ist bald 4 Jahre alt und braucht einen Daddy. Ricardo wird denken, dass du völlig durchgeknallt bist. Und dann wird er erkennen, dass ich genau das bin, was er gesucht hat. Wartet mal, Ricardo? Hab ich irgendwie verpasst, wie du dich in den verknallt hast? Ich habe mich doch nicht in ihn verknallt. Ich habe einfach nur erkannt, dass wir perfekt zusammenpassen. So, du gehst jetzt ins Bad und bringst das hier in Ordnung und ich halte so lange Ricardo auf. Nix da, ich werde das durchziehen. So eine fette Chance krieg ich doch nie wieder. Und da wäre ich echt zu gern dabei, um zu sehen, wie das in die Hose geht. Jetzt verkrümelt euch. Hi. Jessie? Ja. Weißt du, ich habe einfach mein Innerstes nach außen gekehrt und meine Seele war schon immer brünett. Ja, ich muss sowieso zur Arbeit. Und ich gehe joggen. Das ist ein Witz, oder? Nein, oder siehst du mich lachen? Komm noch rein.
schreiben die Zeitungen über ihre große Heldentat? Ansgar von Lahnstein rettet den Patriarchen. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Was war das eigentlich für ein Gefühl, als Ihr größter Feind machtlos vor Ihnen lag? Es war lediglich eine Platzwunde. Ich war zufällig da und ich habe einen Krankenwagen rufen lassen. Mehr nicht. Sie hätten auch nichts tun können. Aber es war doch alles ganz anders, oder? Sie hatten Angst um ihn. Ist das möglich? Ach, das ist ja unglaublich. Seit Jahren kämpfen Sie gegen diesen Mann. Und dann sind Sie fast am Ziel. In Wahrheit verehren Sie doch Ihren Onkel. Er ist etwas wie ein Vaterersatz für Sie. Tut mir wirklich leid, aber ich muss mich um Hannes' Abreise kümmern. Es muss sehr schmerzlich für Sie sein, dass er Sebastian zum Nachfolger macht, wo Sie doch so sehr seine Anerkennung wollen. Wissen Sie was? Als Hobbypsychologin sind Sie eine Katastrophe. Nein, nein, nein. Ich weiß nur gerne, woran ich bin, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Und Sie sind gefährlich. Ihr Herz schlägt für den Feind. Mein Herz schlägt für die Macht. Wird es immer tun. Ich liebe es, so eine fetzige Arie in der Früh. Da beginnt der Tag so beschwingt. Also mir ist das ja schon fast ein bisschen zu viel Drama am Morgen. Schade. Ja. So, von mir ist es ja auch so ein Traum, mal zu den Festspielen nach Salzburg zu fahren. Sag mal, hast du da Kontaktlinsen drin? Ja? Jetzt weiß ich, was hier läuft. Aha. Du übst für ein Date. Du bist an so einen Kulturfuzzi geraten, der nebenbei auch braune Haare und grüne Augen steht. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, schon irgendwie. Ich wusste es. Ertappt. Komm, jetzt nimm die Dinger raus, das wird doch nichts. Nein? Und darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Hör auf mit dem Karneval. Sei einfach du selbst. Weil, ehrlich gesagt, gefällst du mir so am besten. Wenn meine Meinung irgendwas zählt. Und wie die zählt. So, kommst du mit? Papa, was machst du hier? Ich habe noch mal über das Problem mit den ganzen Futtereimern hier Genau, nachgedacht. welchen Teil von Halt dich bitte heraus hast du nicht verstanden? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Hallöchen. Wer sind Sie denn? Ich soll hier Futter abholen. Da hat der Lieferant meine Mailbox-Nachricht doch noch abgehört. Nein, das hat er nicht. Das wollte ich dir gerade sagen. Darf ich jetzt? Ja, meinetwegen. Also, Emilio hat mich da auf eine sehr gute Idee gebracht. Ich habe in den ganzen Gestüten in der Umgebung angerufen, habe gefragt, ob die Futter brauchen. Ja, und? Ich habe einen Abnehmer gefunden. Darf ich das Zeug jetzt wegschaffen? Darf er das Zeug jetzt wegschaffen? Er darf. Ja? Er darf. Warten Sie, ich helfe Ihnen gleich. Ich habe noch 10% mehr rausgeschlagen. Papa. Raus mit dem Mist. Sag mal, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst dich da raushalten? Ja? Ich bin so froh, dass du es nicht getan hast. Ich auch. Du olles Schlitzohr. Papa, könntest du mich bitte selbst zum Flughafen fahren? Na klar. Geh schon mal raus, ich hol noch schnell was, okay? Das hätte dein Tag sein können, Ansgar. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber es freut mich, dass du wieder auf den Beinen bist. Das nehme ich dir nicht ab. Seit Jahren wünschst du dir nichts sehnlicher, als dass ich für immer verschwinden würde. Und dass ich gestern am Boden lag. Ludwig, hör zu, ich war immer sehr besorgt um deine Gesundheit. Du bist immerhin mein Onkel und abgesehen davon ja auch der Vorsitzende unseres geliebten Gremiums. Du hast mir mein Leben gerettet, Ansgar. Und damit ein System, das dir zutiefst verhasst ist. Warum, Ansgar?
Hör zu, mein Sohn sitzt draußen im Auto. Wenn du private Probleme besprechen willst, dann tu das mit deinem Nachfolger, mit Sebastian. Vergiss Sebastian. Es ging immer nur um dich und mich. Das ist unser Duell, Ansgar. Das war sehr schön. Vielleicht können wir das ja mal wiederholen. Jederzeit. Gerne. Tschüss. Ciao. Ah, Olli. Hey. Was ist los? Doch wieder Blond-Experiment gescheitert. Im Gegenteil. Will heißen? Dass Ricky mich so mag, wie ich bin. Was hätte er denn auch sagen sollen? Du bist Jessica, du bist blond. Sogar dein Charakter ist blond. Eben. Dann hast du dir Ricky also aus dem Kopf geschlagen. Nein. Das heißt, dass ich mich nicht mehr verkleiden muss, um ihn rumzukriegen. Und ich werde ihn rumkriegen. Wie du so schön gesagt hast, ich bin Jessica. Und ich bin blond. Du wolltest immer alles. Kein Stück, sondern gleich den ganzen Kuchen. Das Schloss, die Bank, Lahnstein Enterprises, einfach alles. Ja, weil es mir zusteht, verdammt nochmal. Ja, ich weiß, daran glaubst du. Du hast uns als Familie nie akzeptiert. Wir waren dir immer nur lästig. Ja, überflüssig, unfähig, unwürdig. Die Liste könnte ich endlos fortsetzen. Du hast x-mal versucht, mich aus der Firma zu drängen. Wolltest mich fertig machen. Komisch, ich dachte immer, das hätte keiner gemerkt. Aber es ist dir nie gelungen. Gestern wäre dein großer Moment gewesen. Dein Sieg. Ich lag am Boden, dir hilflos ausgeliefert. Du hättest nur 5 Minuten warten brauchen. Einfach rausgehen und die Tür schließen und ich wäre verblutet. Aber stattdessen hast du mir das Leben gerettet, Ansgar. Das Leben deines größten Feindes. Oder bin ich das nicht mehr? Dein größter Feind. Deine Eltern sind tot. Deine Geschwister fort. Warum hast du mir das Leben gerettet, Ansgar? Warum? To